Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe eingekauft bei About You. Das ist ein Online-Shop, den kannte ich schon. Ich meine, Werbung überall, auf jeder Internetseite, wo man ist, findet man so ungefähr Werbung von About You. Ich habe da aber noch nie bestellt, weil keine Ahnung, ich habe dem Shop nicht so vertraut und habe dann gedacht, ja, das ist wahrscheinlich alles billig. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie auf diese Homepage geschaut, bis eine Freundin von mir, die liebe Cara, davon nur die ganze Zeit so schwärmt und dass sie da nur noch einkaufen, dass es so toll ist, kostenloser Versand, kostenloser Rückversand und dass auch die Klamotten so cool sind. Und also die Marken, die sie auch haben. Und dann habe ich da mal reingeschaut und ich muss euch sagen, ich habe ziemlich viel bestellt. Ihr bekommt jetzt die ganze Haul live angezogen, auch von mir. Und es sind wirklich coole Sachen dabei. Und noch nie, wenn ich bei einem Online-Shop bestellt habe, waren so viele Teile dabei, die mich wirklich überzeugt haben, die ich auch behalten will. Also los geht's, bevor ich lang rumrede, starten wir mit der Haul. Das erste Teil, das ich euch zeigen will, ist ein Pulli. Das ist so ein XXL Pullover, der total schön weich ist, also gestrickt. Altrosa ist der von der Marke Glamorous. Ich verlinke euch wie gewöhnlich alle Produkte unten in der Infobox, wenn ihr da nachschauen wollt. Dieser Pullover ist total schön weich und der hat Fledermausärmel, was sich total gemütlich tragen lässt. Die Ärmel unten sind mit einem engen Gummizug, dass man sie auch schön hochschoppen kann, dass sie schön oben bleiben an Ort und Stelle. Und ganz unten also der Bund ganz unten, ist auch enger, dass er auch da schön an der Hose anliegt, an Ort und Stelle bleibt und nicht hochrutscht. Insgesamt ist er ein lockerer, chilliger Pulli, so richtig zum Plätzen, Chillen und super für diese kalte Jahreszeit. Er ist aber insgesamt gar nicht so dick, also es ist ein wirklich, sagen wir mal, ein dünner Wollpullover, aber wenn man noch einen Top drunter zieht oder dünnen Sweater oder so noch drunter zieht, dann ist das für den Winter auch total super. Ansonsten halt auch gut für den Frühling geeignet dadurch. Ich mag die Farbe total gern, es lässt sich schön mit Gold kombinieren und mit einer Jeans und mit weißen Schuhen oder so oder braunen Stiefeln finde ich das total schön. Als nächstes kommt ein Sommerkleid. Und ich weiß, es ist einfach noch ein bisschen hin, bis ich dieses Kleid tragen kann, aber das hat mir einfach so gut gefallen. Und wenn ich dann immer im Frühling oder Sommer auf der Suche nach Kleidern bin, dann finde ich immer keins, das mir gefällt. Deswegen dachte ich mir, ich schlage jetzt einfach schon mal zu. Und so sieht es jetzt mal aus. Das hat so ein großes, breites, sage ich mal, Blumenmuster. Ich finde aber nicht, dass es trotz alledem irgendwie altmodisch oder altbacken aussieht. Ich finde, durch den Schnitt, den es hat, wirkt es relativ modern. Es hat hier also einen V-Ausschnitt und es ist quasi ärmellos und versteckt aber so auch schön den BH. Hier am Bund, also an der Taille mag ich den Bund sehr gerne. Das ist hier so ein bisschen gerafft. Ich zeige euch das mal näher. Und macht eine schöne enge Taille, passt mir auch echt gut. Das ist jetzt die Größe 34 sogar. Sitzt wirklich schön. Ist hinten mit einem Reißverschluss zum Verschließen, was ich sehr praktisch finde. Kann ich auch alleine zumachen. Hier braucht man keine Angst haben, dass es durchsichtig wird, weil das ist zweilagig. Also es hat nochmal wirklich einen blickdichten Stoff unten drunter und oben ist es so ein ganz zarter, durchsichtiger, fließender Stoff. So ein schöner Walla Walla Stoff. Von Esprit ist dieses Kleid tatsächlich. Also Esprit ist ein Laden, wo ich nie reingehe. Also wenn ich wirklich in die Stadt fahre zum Einkaufen, dann gehe ich nie in den Esprit. Ich weiß nicht warum. Aber das Kleid hat sich gelohnt zu bestellen und darüber bin ich sehr happy. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange, bis es hier warm wird, dass ich es auch mal anziehen kann. Toll zu dem Kleid ist es dann auch, wenn man einen kurzen Blazer trägt. Da habe ich mir auch einen bestellt. Also weil man kann ja so richtig so lange Cardigans immer zu so Kleidern schwer anziehen. Also es muss schon wirklich ein richtig schöner Cardigan sein, wenn der lang ist, eine tolle Figur machen, weil sonst sieht es so sackemäßig immer aus. Und deswegen eignen sich kurze Blazer dafür noch viel besser. Und das ist jetzt einer von More More, Größe 34. Da muss ich sagen, der fällt relativ groß aus. Das seht ihr dann auch gleich hier, ich blende es euch mal ein, wie das dann getragen aussieht. Das ist wirklich an den Armen vielleicht fast ein Tucken zu groß ist, aber ich glaube, es geht gerade noch.
Er hat keinen Verschluss vorne, keine Knöpfe und keinen Reißverschluss, aber er ist hier so ganz rund geschnitten, also auch unten abgerundet, das mag ich ganz gerne. Und hinten einfach nur ganz gerade, macht eine schöne Figur und passt wirklich wie die Faust aufs Auge zu diesem Kleid, weil das Kleid eben auch helle Blümchen drin hat. Es hat hier leichte Schulterpolster, was man aber gar nicht so arg sieht, also es fällt nicht so auf, sonst würde ich wirklich eigentlich nicht zu Jacken mit Schulterpolstern greifen. Insgesamt ist das eine Farbe, die finde ich, geht nicht immer. Also die geht wirklich zu Kleidern, die auch was Helles drin haben, helle Farben, auch helle Kleider natürlich, rosane Kleider, weiße Kleider, cremefarbene, ja Creme muss man aufpassen, dass es nicht Ton in Ton ist wirklich. Zu wirklich noch dunkleren Klamotten würde ich es fast nicht mehr anziehen. Da wäre es mir dann wirklich zu hart, dieser Übergang. Irgendwie muss es, finde ich, muss die Farbe auch fließend ineinander übergehen. Nichtsdestotrotz werde ich den behalten, weil ich finde das wirklich sehr schön, wenn man einen kurzen Blazer hat, den man zu Kleidern tragen kann. Ich trage so unglaublich gerne Kleider und deshalb habe ich mir noch ein Pulli-Kleid bestellt, das wirklich sehr schick aussieht. Das ist von Only. Und das ist jetzt mal ganz was anderes. Was habe ich wirklich sonst nicht. Also es hat so wirklich so einen leichten Schimmerlook. Finde ich aber wirklich sehr schön. Macht so einen, also hat wirklich dann so einen Metallic-Look irgendwie. Und es fällt total schön. Also ich zeige euch das auch nochmal angezogen. Es fällt echt schön. Unten ist es ganz eng. Das ist dann quasi der Rockteil. Das ist dann auch relativ kurz, muss ich sagen. Die Ärmel sind auch eng, dass man sie schön hochschoppen kann. Und dann haben wir hier wieder breite Fledermausärmel. Oben hat man einen wirklich sehr offenen und breiten Kragen, was ich total schön finde. Man kann es auch mal über die Schulter drüber ziehen, wenn man den BH versteckt oder einen trägerlosen BH trägt. Insgesamt ist es sehr, sehr dünn vom Stoff her, fühlt sich aber unglaublich weich an. Also es ist innen drin ganz weich, ist auch innen drin nur Wolle, also da ist kein Silberfaden verarbeitet, also sehr, sehr weich, angenehm zu tragen, fällt schön weich, also das sieht man jetzt hier auch schon. Und deswegen gefällt mir dieses Teil auch echt sehr, sehr gut. Ich kann mir das schön vorstellen, kombiniert mit einer halbdurchsichtigen schwarzen Strumpfhose, einer schönen edlen Klatsch noch dazu und perfekt ist das Abendoutfit. Also glamouröser kann ich es mir fast nicht vorstellen. Und noch ein weiteres Kleid ist hier in meinem Bag gelandet. Das ist jetzt ein Kleid von Vila, ein Alltagskleid. Sehr, sehr gut für die Arbeit geeignet. Ich war wirklich positiv überrascht davon, weil es ein Jersey-Stoff ist. Und da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil es oft einfach billig aussieht und auch nach Nachthemd aussieht. Und das hier ist jetzt so ein... Schon wieder Haare von mir dran, unglaublich. Das ist so eine Art Wickelkleid, aber es wird nicht wirklich gewickelt, sondern es ist schon fertig. Aber das sieht man hier daran, dass es hier so eine Lage hat. Und der Verschluss ist hier ganz raffiniert, einfach mit so einem Gürtel, mit einer goldenen Schnalle, wo man das dann durchzieht. Und dann kann man es wirklich hinten am Rücken schön, schön, schön eng ziehen. Perfekt, um sich einen schönen Rückenform zu formen. Oder auch wenn man ein bisschen Hohlkreuz hat, dann kann man hier enger ziehen und dann bekommt es hier liegt es wirklich schön am Rücken an. Das habe ich in der Größe, schauen wir mal, XS sogar. Ich finde, das passt mir jetzt aber echt ganz gut und liegt schön an. Die Ärmel sind lang genug. Es ist so bequem. Der Ausschnitt ist nichts Besonderes, also wirklich einfach nur ein normaler Rundausschnitt. Aber ich finde, das ist genau perfekt und auch das kann man mit einer hautfarbenen Strumpfhose tragen oder mit einer schwarzen Strumpfhose. Ich finde es perfekt für die Arbeit. Auch da kann man Blazer dazu tragen oder auch einen kurzen Cardigan. Aber muss man gar nicht, weil es von sich aus auch einfach schon eigentlich echt warm genug ist. Es ist fast so dick wie der erste Wollpullover, den ich euch gezeigt habe. Also es reicht völlig von der Dicke und finde ich, macht eine super tolle Figur. Dann als nächstes habe ich einen Rock bestellt und der ist jetzt zufälligerweise auch von Vila. Ich habe nicht nach Marken gesucht, sondern ich suche wirklich nur nach Optik immer aus. Aber Vila scheint eine Marke zu sein, die mir gut gefällt. Ich habe auch schon von denen ein paar Teile. So, das ist jetzt ein Rock, zweilagig. Oben hat er eine Tülllage, bestickt mit Blumen. Das finde ich super schön. Diese Lage ist nämlich durchsichtig. Und unten drunter
ist eine Lage aus Jersey-Stoff, das heißt, es ist auch wieder super bequem und blickdicht und man braucht keine Angst haben. Er ist echt auch lang genug. Selbst wenn man ihn auf Taille trägt, geht er immer noch bis zu den Knien oder bis knapp über die Knie. Das finde ich immer sehr hübsch. Der Bund ist schön breit, das gefällt mir gut und ist schön elastisch. Das heißt, er passt einfach gut, man braucht nichts machen, es sieht von alleine schon gut aus, man braucht da auch keinen Gürtel oder so dazu. Man kann natürlich, was ich mir gut vorstellen kann, ist ein goldener Gürtel. Das würde sich hier sehr gut machen. Und man kann hier dazu jetzt zum Beispiel eine schwarze Bluse kombinieren oder eine Bluse, die hier die Farben aufgreift, hier dieses Creme oder diesen Lachston. Auch grün haben wir hier drin, also eine grüne Bluse. Oder aber auch mit Pullis, dünnen Pullis, stelle ich mir das sehr gut kombinierbar vor. Und auch hier einfach mit diversesten Strumpfhosen. Also da gibt es kaum Grenzen. Der fühlt sich auch total wertig an, dieser Tüll hier. Also es fühlt sich weich an, nicht so wie so ein richtig billiger Tüll, sondern wirklich schöner, weicher Tüll. Die mich gut kennen, die wissen, dass ich Tüll liebe. Also das wird ein neuer Lieblingsrock von mir werden, das merke ich jetzt schon. Und das finde ich halt, so Röcke finde ich immer sehr praktisch, weil sie kneifen nicht, sie sitzen immer gut, egal ob das Gewicht jetzt gerade mal schwankt oder nicht. Mit einer Strumpfhose und einer schönen Bluse und man ist einfach immer gut angezogen. So, und dann habe ich mir noch was bestellt, was eigentlich auch schon eine Sommerklamotte ist, aber es musste einfach mit, weil es hat so toll ausgesehen und ich wollte es unbedingt anprobieren. So, das ist jetzt ein bisschen längeres Teil. Das ist ein Kleid von Edited, Größe 34. Hier muss ich aber sagen, das ist schon fast grenzwertig bei mir. Also das müsste vielleicht eine Nummer größer sein, weil es ist auch geknöpft. Also das seht ihr jetzt hier, es ist ein ziemlich langes Kleid, so. Geknöpft von oben bis unten. Zum Reinschlüpfen reicht es aber, wenn man bis zur Hälfte ungefähr die Knöpfe öffnet. Und dann hat man hier, jetzt halte ich es mal so an, 2 Träger mit Schleifchen und hier Rüschen oben und die Farbe ist so toll, also es ist so ein tolles Blau, schmeichelt einfach enorm, ob blond oder braunhaarig, das ist einfach eine tolle Farbe. Die Rüschen hier machen das Ganze natürlich ein bisschen süß, aber ich finde immer noch stylisch und trotzdem irgendwie auch elegant, dadurch, dass es so ein ganz langes Kleid ist. Weibliches Sommerkleid mit Knöpfen hier. An der Taille ist es hier nochmal abgenäht. Das finde ich, sieht sehr hübsch aus, macht eine tolle Figur. Und das ist, ja genau, wie gesagt, die Größe 34. Und ich bräuchte hier jetzt aber eine 36, weil ich finde es nicht schön, wenn die Knöpfe wirklich so auf Spannung sind. Hinten am Rücken hat das einen leichten Gummizug nochmal. Das finde ich auch schön, weil es sich dann eben auch schön der Rückenform anpasst, je nachdem. Und schön anlegt. Ich finde, es gibt nichts Hässlicheres, als wenn die Klamotten am Rücken so abstehen, so beulen oder einfach nicht eng sitzen. Das Kleid kann ich mir wirklich gut vorstellen mit Keilsandalen, zum Beispiel mit Korkoptik. Dann ist man hiermit auch einfach super, super schick angezogen. Und zu guter Letzt habe ich noch Schuhe mitbestellt. Und zwar sind es Turnschuhe von Adidas. Die Pharrell Williams Edition ist es. Zur Abwechslung endlich mal wieder weiße Turnschuhe, hatte ich lange nicht mehr. Die haben mir so gut gefallen, weil sie eben schön schlank sind. Also das siehst du von der Seite jetzt auch nochmal. Sie haben einen ganz dünnen Stoff, sind schön atmungsaktiv. Also das heißt im Sommer auch schön angenehm zu tragen, ohne dass man schwitzige Füße bekommt. Ich habe hier Größe 38, 2/3. Sohle ist hier aber angenehm dick hinten. Das heißt, man hat wirklich einen bequemen Stand drin, also gerade wenn man länger in den Schuhen ist, in der Arbeit oder so, dann ist es auch total bequem. Und ich finde die einfach mega schick. Schön zu einer hellblauen Jeans zum Beispiel kombinierbar und einfach, ja, total schön. Und das war's hier mit meiner Winter- und Frühlingshaul. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir doch jetzt mal in die Kommentare rein, ob ihr auch schon mal bei About You bestellt habt. Und ja, wie gesagt, alle meine Klamotten, die ich hier geshoppt habe, die ich euch gezeigt habe, findet ihr verlinkt unten in der Infobox. Ich habe auch und poste auch auf Instagram davon von meinen Outfits immer ein paar Fotos, da könnt ihr auch noch mal reinschauen. Vergiss jetzt nicht, mich zu abonnieren und hier drüben findest du noch Videos, die dich auch interessieren könnten. Und ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Tschüss!